Careful out there. Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fireball-Ruffy und wir sind hier wieder zurück in Amalur, wo wir immer noch in Apotheke sind. In der Wüste D-Tiere, kurz vor der Stadt Adessa, wo wir letztens waren. Und da haben wir zuletzt die ganze Gebiet erforscht, ein Nebenquest nur weitergemacht, noch nichts abgeschlossen und deswegen haben wir nur erforscht, Wissenssteine gefunden und ja, alles erkundet. Dabei ist mir nur aufgefallen, dass wir noch gar nicht alles erkundet haben. Die sind ja noch zwei eingänge. Einmal die durstige Hure. Das wird wohl der tolle Name für ein Pub sein hier. Und der Gewischwarenladen, wo ich noch nicht drin war. Ich habe mich irgendwie übersehen letztes Mal. Daher gehen wir da natürlich gleich erstmal rein, bevor wir dann, wie angekündigt, dann in die Instanzen gehen, beziehungsweise die Nebenquests machen. So, des Weiteren ist euch vielleicht aufgefallen, dass sich mein Äußeres ein wenig verändert hat. Das liegt daher, dass ich während der Pause natürlich offscreen mal wieder mein Inventar aufgeräumt habe. Und da habe ich ein paar nette Sachen gefunden. Denn meine Rüstung ist außer die Hände, die kanntet ihr schon. Und mein Schild hat sich verändert. Zum einen fangen wir oben. Vorher hatte ich ja Kopf und Brustteil, hatte ich ja ein Set-Teil zusammen an, was mir auch noch 15% mehr Rüstung und so gegeben hat. Das habe ich schon eingelagert, deswegen kann ich es halt nächstes Mal sonst zeigen, wenn ihr das noch möchtet. Aber ich habe halt dieses Set-Teil gefunden und da hatte ich zwei von gefunden, auch die Hose. Hose hatte ich vorher noch was ganz Normales an. Und erstens die 10% Chance auf Betäubung korreliert sehr gut mit meiner Skillung, die ich machen werde, beziehungsweise meinem Machtfähigkeiten, die mehr Schaden machen, wenn Gegner gestunt sind. Daher finde ich das ziemlich gut und das passt ganz gut. Und dann habe ich dann auch die Brust angezogen. Habe ich jetzt noch einen Verstohlenheit mehr drauf, aber wie gesagt, habe ich dann extra noch mehr effizient beim Blocken, was auch sehr nett ist, aber was mich halt sehr reizt, ist, wenn ich halt noch ein drittes Teil finde, plus 2 auf allen Machtfähigkeiten. Und wenn ich noch ein viertes Teil finde, dann plus 25 Körperschaden, klingt schon sehr nett. Und daher habe ich mich dann entschieden, auf das Set umzubauen. Und das gibt dann auch, wie gesagt, ich habe erst ein bisschen weniger Rüstung gehabt, weil diese minus 15% sind schon viel. Weil der vorige Kürzling hat 205 und der jetzt 255 sind 50 mehr, aber dadurch, dass man zwei Set hat, plus 15% Overall-Rüstung, war das immer noch mehr. Der Kopf hat auch 40 jetzt mehr, weil der hatte 3 Slots. Den habe ich angezogen. Erstens, weil der vom Grund her mehr Schaden hatte, mehr Rüstung hatte. Und ich konnte halt die Gem zur Lebensregierung und mehr Leben und mehr Rüstung hier einbauen, weil ich halt meine Beine dafür gewechselt habe, weil die neuen Beine sind 112. Die anderen Beine hatten zwar 3 Slots, aber hatte nur 50 Rüstung. Und das ist halt einfach doppelte Rüstung dafür. Ja. Und da ich einen Kopf hatte, der sozusagen auch mehr hatte und auch Slots, konnte ich das alles damit ausgleichen. Und es sieht irgendwie auch ganz cool aus, das Set von den Feinjäger. Also ich bin gespannt, ob ich noch was finde. Wäre cool, weil ich finde die Fähigkeiten bzw. die Set-Dinge ziemlich krass und ganz gut. Falls ich noch was anderes finde, nicht, aber nur das kurz dazu, warum ich mich halt etwas verändert habe. Ist einfach nur eine bessere Rüstung und die sieht eigentlich auch ganz stylisch aus. Gut, dann gehen wir weiter. Dann, wie gesagt, gehen wir jetzt erstmal noch in den Gemischtwarenladen und dann in das Inn. Und schauen wir mal, was da so ist. So, wir gehen erstmal hier in den Laden rein. So, hier haben wir den Innkeeper, den Ladenbesitzer, Varric Dunbert. Don't kill me, please! Just a little white stone humor for you. Maybe it's not for everybody. My name's Varric Dunbert, in my trade selling. We get a quirky collection of goods in town these days. You're welcome to it. Was hat er zu verkaufen? Ja, waffenmäßig sieht das nicht so toll aus. Auch nicht. Auch Konsumgüter auch nicht. Ja. Ja, die beiden nehmen wir einfach nicht mit. Aber sonst, ja, ist nicht so wirklich berauschend. Honestly? Well, I'm not sure what to make of that one. He's certainly got clean hands for someone in Apatia. Rumor has it he's city-bred. Have you seen his cottage? It is more rooms than a flop house. Das stimmt.
Oh, don't you break into a sweat over the Sinriks and the Zungars. Good people. At least they were back in the days of the cart and shovel. Now they make their living with the sword. Can't say I blame them. Not after what the gnomes did to us. You're right, I see pretty much everything and everyone that comes in and out of Whitestone. And we do get our share of eccentric visitors. Just the other day I noticed a real sorrowful-looking Alfar lurking around the tavern. I don't mind them. In fact, think Mitharu, that sun camp, is just down the road. Without their merchants, the people of Whitestone would starve to death. We don't get many supplies from the city, and there's no work to be done in trade. Honest thieves, one man's opinion. Some say they're not criminals, despite the mayor's proclamations. I'll refrain from judging. Alles klar. See you soon. So. Bevor wir weiter erkunden, hier ist noch ein Alchemietisch. Wollte ich noch irgendwas mixen und euch was zeigen. Ich weiß die Rezeptur schon, weil ich schon ein bisschen rumexperimentiert hatte. Aber was nicht gespeichert hatte. Himmelsblüte, Sterndistel und Kappen der Lähmung. Dann komme ich nämlich den einfachen Phasengang. Kann ich mich kurzzeitig unsichtbar machen. Ist halt ganz hilfreich, wenn man irgendwas klauen möchte oder so. Mache ich ja nicht allzu oft, aber ich kann das gebrauchen. Ich sage euch gleich, wofür. Okay, hier ist noch eine Kiste. Wie gesagt, Gemschleifaltar. Wie gesagt, da müssen wir nicht alles klauen. Das will ich auch gar nicht. Schauen wir mal, was gibt's hier oben? Oh, ein interessanter Brief. Den gucken wir uns mal an. Aha, der Bürgermeister scheint wohl nicht so toll zu sein, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Und AS, das könnte wohl dieser Typ sein, worauf der Bürgermeister auch hindeutet immer die ganze Zeit. Gut. Dann heißt es jetzt ab in die... Aber ich meine natürlich ab in das Gasthaus. In die durstige Hure. Einfach ein witziger Name. Oder auch nicht. Denn hier gibt es sogar noch Quests. 3 Stück gleich sogar. Ansonsten nicht. Reden wir erstmal mit Vera Grasta, die Innkeeperin. Welcome to the Thirsty Wench. I'm Bera Grastar, owner, innkeep, and namesake. We don't get many strangers in Whitestone, at least not since Motors pulled out and the mercenaries dug in. What can I get you? Haben sie aber auch wirklich Spaß bei der Übersetzung gehabt. Im Deutschen heißt es die durstige Hure, im Englischen heißt es the Thirsty Maid. Also, ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Bisschen komisch. Naja, was soll's. Don't tell anyone, but I've run out of meat to serve the customers. If these louts find out, they're liable to start a riot. Do you have any meat with you? I'll pay you good money for it. Ah, ich soll Fleisch beschaffen. Ja, das mache ich wohl. Okay, I guess that's better than nothing. I don't care where you get it, as long as it smells like meat when I place it over the fire. Hurry up with some meat, or it'll be my bones they'll be eating. He's fine as far as nobles go, although he doesn't exactly fit in around here. He lacks that important layer of filth that comes from growing up in Apatir. Okay. Not everyone in Apatir worked for one of the big mining families, but most of them did. And when the work dried up, they stayed with their crews. Only now they're robbing travelers and kidnapping merchants instead of digging. Only thing we dig in Whitestone these days are graves. You mean Steg? He's a good kid. Dumb as a plank, but sweet as they come. I really hope he gets out soon so he and Rindy can be together. Barely worth my breath, those bastards. Tell me, is it right to build a town and then suddenly leave it to rats? I don't think so either. The gnomes of Motus Mining have the people's hopes to answer for. They know better than to ever show their faces in Apatir again. Sure, we've got a few available, but they'll cost you. Nothing comes cheap, it's your choice. Not many places to sleep in Whitestone where the rats won't get at you.
Yeah, they come into town every so often, looking to socialize, I guess. Best keep your eyes on your belongings. There's a whole camp of them east of here near the cliffs. I think they call it Sun Camp. That was a joke. Mayor Eswin should leave them alone. That's about all I have to say about it. The Scorias are family to everyone in Whitestone. Wie in jedem guten Dorf, jedes miteinander verwandt. Same old faces, same old troubles. Whitestone hasn't changed much since the gnomes left us to the wastes. The mercenaries are new and good for business. We Ja, die do saufen have a natürlich few viel. visitors, Alpha and a traveller to boot. I'd better watch out or the thirsty wench is going to get all respectable. Jetzt sagt das Thirsty Wench. Oh, witzig. Naja. Die wollten wohl doch höflicher sein. Naja, egal. Was haben wir hier? Bauernsachen. An sich nicht schlecht, aber muss ich ja nichts klauen, wenn ich nicht will. So, hier ist noch ein Söldner. Back off. Auch ein Söldner. What? Oh, hier ist die gute Skatrunde. So, hier oben sind dann die letzten beiden Quests. Einmal hier Lina Erdin oder Ardin. Are they giving you a hard time around here too? Whitestone, a boot full of vipers, this place. Can't stand it. And after everything we've done for them down in Sun Camp, you'd think they'd be more appreciative. And starvation's too good for the mayor, I say. You don't look like one of Eswin's ruffians. No, you look different, which is a good thing in this sun-blasted nothing. All right, I'll tell you. Our friend the mayor has something stashed up in his house, something worth a fortune. Can you believe that? There's something of actual value in Whitestone. I've been sent to get it, but I can't seem to find a way in. Until inspiration strikes, I'm waiting here, keeping the ale busy. Alles klar. Das ist der Sonderlager, ja. We're travelers by affiliation, but we specialize in fair exchange of goods and services. Not to say we won't steal, it's just not our stock and trade. You'll find us east of here, past the old Motus Mining Headquarters building, just shy of the seaside cliffs. You should stop by, it's quite a view. War schon da. Silly question. Who doesn't hate the mayor? We travelers had a good thing going here in Whitestone. The people came to us for their needs. We had a relationship. Now Mayor Eswin says trading with travelers is illegal, and as a result the folks of Apatir won't touch us. I'm surprised they even let me into town without a fight. Alles klar. Kann ich versuchen. Kann ich versuchen, es zu stehlen? You're welcome to give it a go, but I can't promise you'll get anywhere. That old mansion was built by the gnomes back when they first settled the village. It's got more hidden corners than a spider web. I doubt old Eswin's even seen all of it. I doubt the old mayor has either. Maybe I'll show some initiative eventually. Until then, you're welcome to make us both look good. Da können wir bestimmt in dem Haus da, wo ich den Schlüssel gefunden habe, da muss man dann noch weitergehen. The doors are locked, so I'm guessing there are keys Ja. required. That's usually how the arrangement works. Alles klar. Was hast du jetzt? He's as corrupt as they come, but I shouldn't be one to speak, not with my associations. Still, it's one thing to say you're a crook, and another to pretend you're not. It wasn't my life plan to become a traveler, believe me. But sometimes necessity is the only star you follow. My parents were miners and worked themselves to the bone to provide. When the Terrenium dried up, so did they, you could say. I didn't want to leave Apatir, so I stayed. Some of us join because we have to. Others expect it to be an adventure. We're a patchwork, really, a glorious patchwork of imperfection. It's a good town, or it was before the Motus disaster and the mercenaries. I have fond memories of Whitestone. I used to buy candy at Varric's place. Simpler times. Alles klar. Bye. Die Quest klingt interessant. Ja. So. Nein, das Buch kenne ich schon. Das brauche ich nicht.
So kenne ich auch schon. So. Weil, seht ihr hier, die Kiste, und der steht die ganze Zeit da. Und in der Kiste ist nämlich ein Quest-Item drin. Das weiß ich schon, weil, wie gesagt, als ich festgestellt, dass ich hier noch nicht mit allen Leuten gesprochen hatte, als ich mein Inventar aufgeräumt habe, war ich hier mal kurz drin. Und dafür habe ich nämlich eben diesen Trank gemacht. So, Konsumgut. Gehen wir jetzt den einfachen Phasengang. Zack. So, jetzt bin ich unsichtbar. Jetzt kann er mich nämlich nicht sehen. Schließen wir kurz das Schloss auf. So, so habe ich den richtigen Winkel getroffen. Weil hier ist, wie ihr seht, das Ding drin. Und nehmen wir mal mit. So. Zack. Und Quest abgeschlossen. Gehen wir kurz runter. Die Weißfelsverseuchung. Da steht auch was wir gelesen haben. Wir müssen das Ding zwar abgeben, aber es steht einfach nur raus, dass die Gnomen dafür zu verantworten sind, was hier im Weißfeld bis in der Apotheke vorgefallen sind. Haben einfach den Fluss verunreinigt und sind dann einfach abgehauen. Deswegen sind die jetzt mit ihrem Bergbau ja in den Brachlagen, wo wir ja vorher schon mal waren. Fies sind die Viecher. Also ich habe ja, also man kann das hier auch nochmal nachlesen. Bei den Gegenständen. Ich habe ja das alles einmal durchgelesen. Wo sind sie denn, die 4? Hier. Also man kann sie einmal durchlesen. Steht da sehr schön beschrieben, dass das beim Experiment da was fehlgelaufen ist. Und da haben sie irgendwas in den Fluss gekippt. Und dadurch ist dann eine Krankheit entstanden, wo dann hier Tausende von Leuten halt, oder Hunderte von Leuten halt gestorben sind. Das war hier dann in der Schlangenschluchtgrotte. Deswegen haben sie die auch verschlossen. Und sind dann abgehauen und sind halt in den Brachlande abgezogen. Die Motus Bergbaugesellschaft. Weil man muss es ja vertuschen. Ne? So wie das halt nun mal so ist. Okay, das war das. Mehr weiß ich aber nicht. Hier war dann noch eine Quest, die man noch annehmen kann. What is it? Can't you see I'm celebrating? That's right. Raise a glass, friend. Let's make a toast to cowards. Was feiert ihr? I've made a choice, you see. After much deliberation and many pines, I've decided to disobey my direct superiors and not perform my duties. To the fires with orders. I am finished delivering death notices. I've seen the faces of the war dead. I've no desire to look into the eyes of their loved ones. Oh wow, der Arme. I volunteered to be a messenger, to bring death notices from the War Council to the families of the deceased. I thought it would be welcome respite from the war, but it's been its own kind of hell. I got through some of them, but by the time I reached Apotheke, I was done. Ich konnte ja zustellen. Ich habe das ja schon mal gemacht. You would do that? It would keep me from getting discharged, for I'm not going back. Here are the death notices. Take this medicine as well. I have my own right here. Ironic, isn't it? I can face the enemy, but I can't face the families of those who fought beside me. Pathetic. Your energy will not be spent in vain. I will pay you well to do this for me, but the road will be long and fraught with grief. Okay. Leonwald. Oh, ein großer Alter, das ist ja nett. Tell them what you want. Won't change what has happened. Their sons and daughters are gone. No one can soften that blow. What's there to say? The Tuatha just keep growing bolder, and our numbers fewer. Not like the people of Apotheke care. They've got their own problems. I walk the wall of Melsenshire. Do you know what that's like? The silence breathes. The shadows move. Every night is a lifetime. No drink can drown those memories. This village is as good as any. I've seen many such places. All of them ravaged by the war. All of them feeling the distant decay of the Tuatha. There is no escape. Goodbye. Alles klar, aber auch die Quest. So, da haben wir alles angenommen. Alles erforscht. Eine Quest sogar abgeschlossen. Ja. Gehen wir mal kurz raus. So. Dann gucken wir doch mal einmal die Quest an. Also einmal... Ja. Abendessen, Tierfleisch sammeln. Ah, von Ratten. Cool. Ja. Das
Ich schätze mal, das wird wieder so eine Quest sein, die man unendlich lange machen kann und denen immer wieder Fleisch bringen kann. Wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal den Boote. Ja. Einer hier, einer da. Oh wow. Und 2 ein Rad hier. Halt klar. Also das ist so eine Quest, die kann man dann nur so nebenbei machen. Perfekt. Ja, verschwundene Schlüssel ist im Haus. Das ist okay. Knochenstadt, das wollte ich ja nächstes machen dann, aber ich schätze mal, ich habe mir so überlegt. Ich glaube, es ist Dagmari. Ja, perfekt. Ich habe mir überlegt, also wir reden natürlich gleich erstmal mit dem, weil einer ist ja hier. Und dann dachte ich, wir gehen erstmal in die Höhle. Dann gehen wir in die, weil dann kommen wir ja da raus. Dann können wir in die Bergbaugesellschaft gehen. Und dann können wir noch da unten reingehen. So, das hatte ich mir so überlegt. So, reden wir erstmal mit ihm. Yes, what is it? We're not supposed to speak with the citizens. Deine Frau ist leider tot. Joanne? You mean my wife has died? I knew she sailed for Cluricon, but we got so little news here in Apatir. I told her the war wouldn't last. I insisted. And as usual, I was wrong. My wife was beautiful. She deserved better. I only wish I could have given it to her. I only wish I could have been there for her in the end. Thank you for telling me. Joanne never wanted children. She said it was too harsh a world for young ones. Said we should use our lives to make a difference. The army rejected me on account of my missing toes. So I came here to make extra coin while Joanne was away. To wait for her. Now it seems I'll wait forever. Tut mir sehr leid für dich. Naja. Erste Nachricht erteilt. Na gut, hier sind Ratten. Ich probiere das mal aus. Ja, muss ich wieder mit Ratten kämpfen. Hoffentlich muss ich mich nicht wieder so aufregen wie letztes Mal. Wegen der Fleischquest, das können wir mal gucken. Am Leben. Er wollte nicht mitkämpfen. Ah ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Abschlag. Mit, ja hier, Rattenfleisch. Super. Gut. Dann kriegen wir wahrscheinlich jede Ratte, die wir töten, können wir jetzt Rattenfleisch sammeln. Das Inventar hatte ich ein bisschen aufgeräumt, deswegen gehen wir jetzt da, genau, da gehen wir jetzt als erstes rein. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, sind Dagmari auslöschen und Stacks Nestei beschaffen. Das ist ja die, den wir aus dem Gefängnis geholt haben. Der wollte ja irgendein Item noch haben, was er mit seiner Liebsten da irgendwie teilen wollte. Na, mal schauen. Rein in die Höhle. Gut, schauen wir mal, wie groß es ist. Ich bezweifle, dass die so groß sind. Dafür gibt es hier wie zu viele. Okay, sie sehen mich nicht. Doch, jetzt kommt er. Ja, da konnte ich nicht kommen. Mein Reckoning-Modus ist mal wieder voll. Sehr gut. Hier habe ich da gesehen, da gab es ein bisschen was zum Sammeln. Okay, da kann man irgendwie runterhüpfen, da bin ich mal gespannt, weil da sind Fallen. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay.
Gehen wir erstmal weiter. Hier wird ja keinen zweiten Ausgang geben. Hier sind Fallen. Ein Stolperdraht weg. Und natürlich die Fallfalle. Sehr gut. Das sieht gut aus. Sehr gut. Ja, waren ja alles Minen. Also alles Minen. Ich könnte mich jetzt anschleichen, aber... Achso, das dachte ich. Ich schätze, da geht's wieder zurück, dann gehen wir erstmal hier runter, wa? Da ist auch das Item, was wir sammeln sollen für das Deck. Da sind Ratten. Wow. Ja, Fleisch zieht jede Ratte. Interessant. Was ist das denn? Scheint nur was zum Verkaufen zu sein. Ja. Dann bleibt nur noch der letzte Raum hier übrig. Also das heißt Raum oder Ausbruch dann. Also noch 3 Gegner. Ah, hier ist eine Falle, die irgendwie ausgelöst worden ist. Nicht so schlimm. Jetzt aber. Ja. Gut. War noch hier. Wollte sagen. So. Oh ja. Die Dakwari, ich habe alle ausgelöscht. Gut. Easy, easy peasy. Die Quest will ich einfach nur einmal in der Mine einfach alle Gegner einmal töten. Das machen wir ja gleich noch zweimal. Oh ja. Ist, wenn die Mine nicht so groß ist, dann ist es auch nicht. Oh, was war mittler? Dann muss es höher sein. Ja. Sehr gut. Haben wir das auch. Dann ist hier das Item, was wir noch sammeln müssen. Also mysteriöses Pergament. Wollen wir es mal lesen? Ach, können wir gar nicht. Nee. So, voll erledigt. Und wieder runter. Super. Dann gehen wir wieder raus. Aber eine Mine direkt abgehakt. Ich schätze nicht, dass wir hier nochmal wieder rein müssen.
So. Ah, da steht jemand. Ja, das ist die tatsächlich, die Rindi. Da rede ich doch mal kurz mit ihr. Hello. You don't know me, but I've been following you. My name's Rindy. That parchment you carry, it belongs to me, as Steg always meant it to be a wedding gift. Now, if you please, hand it over. You heard it right. There's no love lost between the families of Darkvari and Zungar. But show me a close family in Apatir, and I'll show you a gnome with a conscience. What about him? I've met hundreds of men more to my liking. Only, those men didn't have what Steg possesses. The Darkvari map. Once I learned Steg had it, I knew I had to act. I was willing to do anything. Even marry the idiot. Ich wollte nur die Karte haben. That's right. The fabled treasure map of the Darkvari family. With it, I can build a new life, shed my Zungar name, and start all over again. Don't ever speak my name aloud. I hate hearing it. Zungar. It's the sound of retching, of a man's skull cracking beneath a blow. Every time I hear it, I cringe. Soon I will have a new name to go with my new life. Ja, aber ihr habt Steg geliebt? Perhaps I did, but he won't be able to care for me. He can hardly care for himself. Look how easily he was captured. Oh, but perhaps you're right. He doesn't deserve this, not from me. There are few gentle souls left in Apatir. I'd hate to kill the last. I'll face the world alone then. Alles klar. Our business is finished. It's best if both of us leave Apatir. Nothing here worth staying for. There's no future for me here. I've known that since I first laid eyes on the endless mine that is my family's namesake. There's more out there than Apatir. The Zungar name cuts me like a dagger. I've never been able to escape its edge. All I've ever wanted is a chance to live a life without it. Steg's love almost changed that, but I could never allow someone to get close enough to hurt me. Not after what I've been through. He's a sweet boy, but young, and woefully misguided. One day he will understand, as I do, how cold the world can be. I'm doing him a favor by leaving. Naja. So toll ist sie wohl nicht für ihn, aber na wenigstens schaffe ich es dann wenigstens. Ah, wo ist er denn? Ach, da ist er, ja gut. Gut, haben wir das auch. Müssen wir wahrscheinlich nur noch mit ihm dann reden und ihm das dann leider erzählen, dass sie weg ist. Aber das können wir dann machen, wenn wir da in der Nähe sind. Trifft sich ganz gut. Dann möchte ich hier nochmal in die nächste Mine rein. Nachdem wir die Dagmari jetzt ausgelöscht haben, dann müssen das die Zungar sein hier oben, oder? Sehe ich das richtig? Yep. Dann gehen wir dann da mal direkt rein. Da hatten wir hinten einen anderen Ausgang gesehen. So, wie sieht's hier aus? Ui. Ui, okay. Erstmal hier oben, hier ist eine Schatzkiste. Mittel. Ratten und Wölfe zusammen, alles klar. Also, wir können entweder hier runterhüpfen oder wir können den langen Weg nehmen. Also was, ich hüpfe einfach mal runter und dann gehe ich einmal wieder zurück. Ist ja alles kein Problem. Aber hier ist tatsächlich nur die Pflanze gewesen. Na gut. Ja, hier ist der zweite Ausgang. Hallo Leute. Die wird nicht hier, die wird gekämpft. Oh, richtig. Nein. Mein Schwert ist putt.
Wollen wir mal schnell ändern. Ja. Okay. In der Komisch weg. Das ist aber ein super Teil. Dann machen wir das so. Alle weg. Sehr gut. Gibt hier noch Loot? Ja, die Pflanze. Also, gehen wir hier hoch. Da geht es ja dann zum Ausgang. Wir gehen aber erstmal. Ja, hätte auch den anderen Weg nehmen sollen. Egal. Egal. Komm her, Wolf. Wolf tot. Ratte tot. Nächster tot. Okay. Auch tot. Sehr schön. So, da wir eh alle töten müssen, deswegen. Ja, ich hätte einfach darum gehen sollen. Egal. Execution. Oh, das waren schon alle. Cool. Das ist der rote da hinten wahrscheinlich dann irgendein Viech und kein Gesetzloser mehr. Ja, da ist bestimmt was drin, ja. Hier ist Lot. Perfekt. Wie gesagt, ist das genau wie ich mir erwartet habe, dass die Minen, weil es sehr viele sind, dass die nicht allzu groß sind. So, da ging es hier hoch, genau. Da waren wir nämlich noch nicht. Hier ist eine Tür. Ernsthaft? Wow. Alles klein. Wow. Die Tür für schweren Schloss für eine Kiste, die nicht verschlossen ist, wo im Grunde nur Bagatell-Loot drin ist. Jawohl. Das ist halt das Witzige, wenn das alles random ist. An sich ist es schön, aber manchmal ist es halt auch lustig, wenn einfach... Hier ist ja noch einer. Ja, war. Oh, Rot. Kein Loot? Nö. Gut. Wo wir rauskommen, ist schon ziemlich klar. Na, wie gesagt, genau hier oben, wie erwartet. So. Dann haben wir die beiden Minen abgeschlossen. Weil, wie gesagt, dann können wir jetzt direkt... Oh, hier ist so ein Händler drin. Und das Modus Bergbau-Hauptquartier eingehen. Dann schauen wir mal. Die Gegner da oben, die können wir ja in Ruhe lassen. Die stören ja nicht, wenn die auf dem Friedhof rumlaufen. Also dann die wollen mit mir kämpfen.
Was ich aber bezweifle. Also die nächste Mine, die wir noch auslöschen müssen, ist halt auch hier die Xenrik-Mine. Da bleibt noch die Skoria-Mine übrig. Ja, und die Schlangengrotte. Ich bin gespannt, ob wir da auch noch rein müssen. So, dann gehen wir mal in das Hauptquartier. Hier haben wir 2 Quests. Hier ist direkt erstmal ein Händler, mit dem reden wir gleich erstmal. Guin Stevich. A stranger, not a laborer by your main. An adventurer. Deserter, maybe. Gaze does not suggest you've seen war. What is needed? Was verkauft er denn Schönes? Jede Menge Sachen. Hier haben wir jede einfache Farbe gegangen. This city is built around a single priority. The preservation of knowledge. That, above all else, must be upheld. My time with Motus mining left me the wiser in terms of potion craft. Most of my spare time is spent experimenting with new reagent combinations. Can't say I blame them for seeking richer veins. It's rather disappointing that they don't deem it necessary to maintain my offices, however. Tja. I dare not taste many of these potions on myself. You are welcome to buy some off me if you wish. Goodbye. Was für die... Ernsthaft? Hier ist noch eine Ausruf. Hier gibt es auch noch eine Quest. Wow. Schlüssel zur Wille... Ja, super. Habe ich ja schon den Schlüssel, aber gut. Das ist sehr interessant. Also geht's hier und da lang. Stevich Labor. Dann kurz hier lang. Aber ist so typisch, ne? Der verkauft Tränke, aber er ist zu feige, sich selbst auszuprobieren. Also, ja, klar. Oh. Machen wir sein Labor ausrauben? Hi. Aber ja, gucken, hat der überhaupt einen Schlüssel? Laborschlüssel, Schatzanschlüssel. Ah, jetzt verstehe ich. Motusberichte. Einmal kurz lesen. Nee, brauche ich nicht. Ah, hier ist die Urkunde. Alles klar, lesen kann ich sie nicht. Ja, genau, das ist das Handbuch, das was ich... Das ist ja die andere Quest. Was ich ja in die Brachlande bringen soll. Und das scheint ein sehr langes Buch zu sein, weil es lädt gerade ein bisschen länger. Gut. Warten wir mal kurz. Ah, geht. Ich überfliege. Ja, alles klar. Nicht so wichtig, aber das brauche ich für die eine Quest. Wurde mir ja aufgetragen, hatten wir an Odessa die eine Quest, wo er gesagt hat, wir sollen dieses Buch finden und das sollen wir halt dann zur Apovier bringen, in die Brachlande bringen, wo er die neue Hauptstelle vom Motus ist. Oh ja. Motus Ferus besucht euch. Yay. Okay, dann reden wir mal mit ihm hier. Er hat ja noch eine Quest für uns. Mal gucken, was er so hat. What is it? Can't you see I'm busy? If you're from the village, you can tell Mayor Eswin that I'm not interested in any other deals he may wish to offer. This discovery belongs to everyone, and it will not be used to further one man's agenda. Sprecht ihr von diesem Erd? Why yes, I most certainly am. Fascinating. You seem to have stumbled upon the Commonite all on your own. Well done, my friend. Well done. If I find enough samples of this incredible resource, it may just be enough to convince Motus to return. If they do, that means Apatir has a fighting chance.
Carry on with your search. My research suggests that the veins run beneath all of Apatir, so I would search the mines. Of course, you're the one who would confirm whether my research is accurate. Ah, das war dieses Zeug, was ich in der einen Mine gefunden habe. I will carry the shame of what happened here to my grave. But I will speak no more of it. My every breath is given to rectifying the mistakes that were made. It is not the only mining concern in Edessa, but it is the only one that matters. Our efficiency is legendary, as is our disregard for human life. Alles klar. I was a scholar from Otis mining interests. One of 6. 4 of the others died from exposure to poisonous fumes. And the last, he took his own life in the snaketail, filled his pockets with terrenium and sunk like a stone. Now it's just Guyan and me, working as we did ages ago in training. It's not a bad life, although the rat meat leaves one wanting. My closest confidant, one who enjoys investigating the world's darker mysteries. He's downstairs. I let him start a laboratory there after they ejected him from Edessa. Goodbye. Quest. Erstprobe für 3 von 5, okay. Muss wir in anderen Minen noch finden. Ah, wird mir nicht angezeigt, die Quest. Aber ja. Hier sind ja noch 2 Minen offen. Da war na gut, das war keine Mine, das war nur so ein Schacht. Das ist wahrscheinlich dann in den beiden hier. In den beiden. Alles klar. Hier sind die Führungsvorschriften. Da haben wir das Handbuch gefunden. Knochenstadt zum Bürgermeister. Perfekt, aber... Warte mal, hier... Ach ja, stimmt, das war der Schreibtisch, naja. Das ist halt relativ unnötig. Da Guy hier oben ist, dann können wir einfach mal in sein Labor einbrechen. Mal gucken, was da so gibt. Ich meine, es ist ja weiß, es ist ja nicht rot. Ist zwar schwer, aber das sollte jetzt nicht das Hindernis sein. Okay. Hier gibt's Feinde. Damit habe ich nicht gerechnet. Ehrlich gesagt. Aber... so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ich gucke. Ich bin einfach neugierig. Aber anscheinend haben die wenig zu schaffen. Doch, das kann man nicht. Hey, das sind ja richtig viele. Ich hab doch nur 2 eben gesehen. Kamera ein bisschen komisch, aber egal. Alle erledigt. Oh, da war irgendwas Goldenes dabei. Habe ich zu schnell weggeklickt. Guck ich gleich mal an. Oh, ist nicht so schlimm. Das sieht gut aus. Oh, nur normaler Loot.
machen. Hm. Witzig. Da sind Fallen, das sehe ich. So schön, dass man die jetzt sehen kann. Ich meine, die kann ich auch locker ausweichen, das ist nicht das Problem, aber... Hier ist eigentlich Chemielabor. Arrivus-Vorrichtung. Solange du keine Ahnung hast, was du tust, sind die internen Mechanismen der Arrivus-Vorrichtung zu komplex, um sie zu verstehen. Okay. Dann gehe ich davon aus, dass man doch hier immer noch eine Quest bekommen wird. Okay. Das ist witzig. So. Ich glaube, die eine Kiste hier, die hätte ich erstmal ausgelassen. Das kann ich aber noch machen. Manchmal hat man einfach den richtigen Touch. Keine Ahnung. Super. Was wäre es denn hier? Quest haben wir angenommen. Die beiden Quests, die hier zu erledigen sind, beziehungsweise die Items, die wir hier holen sollen, haben wir geholt. Cool. Dann gehen wir dann raus hier aus dem Bergbaugesellschaft. Alles klar. Ja, dann reden wir direkt mit Stack noch. Liegt ja fast auf dem Weg. Also nicht, der ist unten drunter. Ja, natürlich, der ist unten drunter. Aber ich wurde gesehen und ich will jetzt nicht unbedingt... Ja, ist ja gut. Wow. Das Aufregen letztes Mal hat sich wohl gelohnt. Diesmal hat mich ein paar Mal getroffen und ich habe nicht sofort eine Krankheit bekommen. So, da steht er. Gut, dann sagen wir ihm wohl, dass er ja auch verschwinden muss. You haven't laid eyes on Hrindi, have you? She is bright, graceful, like an oasis on a summer's day. I was sure she would be here. She said the stars themselves wouldn't wait as long as she would. Ist klar, und jetzt Hrindi ist leider weg. What do you mean she's gone? Was her fear too great? Did she choose to stay behind? I had a feeling this would happen. In the end, I couldn't make her happy. Was her fear too... I knew it. Ever since we met, I've had a feeling that one so enchanted could never belong to one man. And what kind of man was I? All that time in the cage, I convinced myself of something that never really was. Your help, your friendship, was worth more than gold. Please, keep the parchment. It is a map drafted by my grandfather. It reveals the locations of all the Darkvari hordes in Apatir. You mean Bone Town? Not my favorite place in the world, if you couldn't tell. If the heat doesn't kill you, the guards might. They're not as bad as some think, but worse than you'd imagine. I have the scars to prove it, unfortunately. Alles klar. Er verschwindet, ich bekomme eine Schatzkarte. Sehr schön. Aber ich denke, ja, Stufenausstieg haben wir auch hinbekommen. Der Quest für die angezeigt, weil wir die gerade abgeschlossen haben. Ich denke, das werden wir beim nächsten Mal machen.
Wir haben ja jetzt gut was erreicht, waren in einigen Instanzen drin, bleibt im Grunde nur noch der Steinbruch übrig. Und die Skoria-Mine, aber die ist wahrscheinlich noch anderes questrelevant. In dem Sinne würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Haben ein bisschen was gemacht, was ich versprochen hatte. Nächstes Mal schauen wir mal, dass wir dann mit dem Gebiet hier fertig sind. Das Gebiet ist doch ein bisschen größer, als ich es erwartet hatte. Und dann sehen wir weiter. In diesem Sinne, ciao, tschüss, euer Fireball-Ruffy.